SIM-Karten, und Telefonlösung im Ausland. Ich möchte zuerst kurz etwas über mich erzählen, denn ich möchte so ein bisschen mein Setup vorstellen von mir persönlich, beziehungsweise auch meine Erfahrungen mit euch dann schlussendlich teilen. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, bin eigentlich seit 2016 ständig unterwegs, weltweit, und auch seit 2019 in der Schweiz abgemeldet und bin, also mein offizieller Wohnsitz ist in Dubai. Das muss ich kurz mal schauen, da wollen irgendwie Leute noch rein. Lasse ich die auch noch rein. So, dann mache ich gleich weiter. Ich habe in den letzten Jahren diverse Unternehmen in der Schweiz, Estland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet, und eine davon ist die Sprung Consulting GmbH als digitale Unternehmensberatung, wo wir eigentlich Selbstständige und KMUs im Dachraum unterstützen, ihre digitale Performance und ihr Business zu skalieren. Unsere Kunden bekommen von uns eigentlich bessere Online-Sichtbarkeit, generieren mehr Umsatz und finden dann qualifizierte Mitarbeiter, und schlussendlich auch haben sie dann schlussendlich einfach mehr Zeit für sich und auch für ihre eigenen Hobbys. Der Firmensitz der Sprung Consulting GmbH ist in der Schweiz und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und wir haben 10 Mitarbeiter, die alle remote tätig sind. Die sind in Österreich, Deutschland, Portugal, Luxemburg, Emiraten und in der Schweiz. Und warum erzähle ich euch das? Wir haben eine Schweizer Telefonnummer beziehungsweise auch eine deutsche Telefonnummer, wo wir für unsere Kunden grundsätzlich weltweit erreichbar sind. Wir haben mit unseren Kunden Videocalls und Online-Meetings. Das heißt dementsprechend, dass alle unsere Mitarbeiter beziehungsweise auch ich, egal wo ich dann bin, ich lasse gleich die nächste noch gleich rein, muss da immer auf. So, also. Egal, wo ich auf der Welt bin, ist für mich das Allerwichtigste, dass ich erstens Daten habe, dass ich ein Datennetz habe, dass ich Videocalls machen kann, dass unsere Mitarbeiter Videocalls machen können, dass wir die Online-Meetings machen können, ohne dabei halt irgendwelche 100 verschiedene SIM-Karten mitzuführen, für jedes Land eine. Und da möchte ich euch heute mein Setup bzw. unser Setup von der Firma vorstellen, dass ich auch bei den verschiedenen Firmen eigentlich alles so eingesetzt habe. Zuerst möchte ich kurz über Business-Telefonie reden. Da benutzen wir eigentlich 2 Systeme bzw. 2 Anbieter. Ein Anbieter ist Skype. Bei Skype hast du die Möglichkeit, eine Nummer zu registrieren in der Schweiz mit einer Vorwahl von 044 oder 026, und ich glaube auch Bern gibt es eine Möglichkeit, da diese auszuwählen. Die Kosten dafür sind sehr gering. Du zahlst irgendwie 80 Schweizer Franken pro Jahr und je nach Abo dann zusätzlich noch 10 Franken pro Monat und bist dann eigentlich mit einer Schweizer Nummer weltweit erreichbar. Das Einzige, was du brauchst, ist eigentlich ein Telefon bzw. die Skype-App auf dem Telefon, und die Kunden können dann auf die Schweizer Nummer eigentlich anrufen, und egal, wo du dich auf der Welt befindest, kannst du eigentlich mit der Skype-App dann direkt telefonieren. Du kannst auch, egal wo du bist, kannst du mit der Skype-App raustelefonieren, und die andere Person, das andere Unternehmen sieht dann deine Unternehmensnummer, also eine Schweizer Nummer, eine 044er Nummer. Die einzige Voraussetzung, um das eigentlich zu machen, ist eigentlich eine existierende Schweizer Adresse, die man braucht, worüber dann das Nummer dann auch läuft. Und die andere Möglichkeit oder beziehungsweise andere Applikation, welche wir einsetzen, ist sogenannt das Klink. Klink ist ein Startup beziehungsweise ein Produkt von Zipgate. Zipgate ist bekannt für seine
VoIP-Telefonie und bei Klink kann man sehr einfach übers Internet eine deutsche Nummer, also eine deutsche Festnetznummer registrieren und das Gute daran ist, du kannst bis 600 Minuten pro Monat eigentlich kostenlos telefonieren. Klink ist ein wenig weiter als Skype. Du hast auch auf dem Handy eine App, wo du Anrufe empfangen kannst auf der deutschen Festnetznummer beziehungsweise Anrufe tätigen kannst. Aber Klink hat auch einen Web-Client, wo du direkt eigentlich vom Laptop, direkt vom PC, Mac und so weiter eigentlich raus telefonieren kannst. Du kannst Klink auch mit allen CRM-Systemen verbinden, wobei du halt dann wirklich direkt aus deinem Kundendatenmanagementsystem direkt raus telefonieren kannst und auch Anrufe empfangen kannst. Das kostenlos bis zu 600 Minuten pro Monat und danach zahlst du ganz einen kleinen Betrag dann, um diese App dann zu benutzen. Voraussetzung hier ist eigentlich eine existierende deutsche Adresse. Das kann auch ein Bekannte sein, wo man eigentlich die Adresse dann so angibt. Ich habe immer eigentlich die Links auch dazu gepackt, dass ihr das dann auch später nachschauen könnt. Dann das Herzstück, das mich seit irgendwie fast jetzt über 5 Jahre begleitet. Das hat früher hat das Skyroam geheißen, ist neu Simo. Simo ist, ich habe das leider nicht hier, Simo ist so ein kleines Gerät, ein Hotspot-Gerät, wo du in über 135 Ländern eigentlich aus dem Flugzeug steigen kannst, aus dem Zug steigen kannst, im Wohnmobil mitnehmen kannst und überall, wo du eigentlich auf der Welt bist oder in Europa bist, hast du einen Hotspot, wo du dann mit deinem Handy verbinden kannst, mit dem Tablet, mit dem Laptop und so weiter. Und du hast wirklich ein 4G LTE Netzwerkverbindung, also das reicht super für Videotelefonie, Online-Meetings, für Streaming und. Das Gute daran ist, du brauchst keine SIM-Karte, irgendwelche mitzuschleppen. Das ist alles im Gerät drin, im Simo-Gerät drin. Du kannst auch über die App von Simo bzw. Solis kannst du dann je nachdem dein Abo aktivieren. Du kannst sagen, hey, ich brauche jetzt für einen Tag, brauche ich irgendwie Internet und du hast unlimitierte Daten zur Verfügung. Du kannst aber auch sagen, hey, ich brauche jetzt für den nächsten Monat, brauche ich weltweit oder europaweit, brauche ich einfach eine Datenverbindung. Das kannst du direkt immer an- und ausschalten, also aktivieren und deaktivieren, direkt in der App. Und das Gute daran ist, das Gerät hat selber eine VPN-Verbindung, das heißt, alle Daten, die über das Gerät laufen, sind dann auch sicher. Du kannst die E-Banking machen, du kannst auf Kundendaten zugreifen und. Und das ist eigentlich über das Gerät abgesichert, dass niemand dabei zugreifen, also auf dein Netz zugreifen kann. Das Gerät hat auch ist selber auch eine Powerbank, also das heißt, du kannst dein Laptop dabei aufladen, du kannst dein Tablet aufladen, dein Handy aufladen und neu, das ist die allerneueste Version, die habe ich selber auch noch nicht, gibt es eine integrierte Kamera in diesem Gerät drin, was für Leute zum Beispiel interessant sein kann, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist oder halt in einem Hotelzimmer unterwegs ist, kann man das Gerät eigentlich im Wohnmobil lassen beziehungsweise im Hotelzimmer dann lassen und das Gerät schickt dir dann auf dein Handy-App die Bilder, die Live-Bilder und du kannst dann auch darauf zugreifen. Du hast eigentlich mit dem Hotspot eine weltweite Abdeckung. Es gibt einige Länder in Afrika, wo nicht abgedeckt sind, aber ansonsten ist es ein super Hotspot für Leute, die halt viel unterwegs sind, für Leute, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, die mit dem Rucksack unterwegs sind und eigentlich immer und überall Internet haben wollen.
Das andere ist Digital Republic. Da ist das ist eher dafür gedacht, wenn du halt viel unterwegs bist, aber du eigentlich in der Schweiz kein Handy-Abo mehr hast oder keine Datenverbindung mehr hast, gibt es das Produkt Digital Republic in der Schweiz. Du kannst dabei direkt im Internet eine SIM-Karte bestellen für die Schweiz. Die SIM-Karte wird dir dann per Post zugeschickt und du kannst monatlich dann diese SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren und ist auch jederzeit kündbar. Die monatlichen Gebühren sind absolut human. Also du zahlst zum Beispiel 10 Schweizer Franken für einen Monat unlimitiertes Internet, also Datenanbindung, wo du 10 Megabyte Upload und 5 Megabyte Download hast. Oder du zahlst eine Flatrate von 40 Schweizer Franken für 300 Megabyte ab und 150 Megabyte Download. Die Voraussetzung dafür ist eigentlich eine Schweizer Adresse, also die senden die SIM-Karte an eine Schweizer Adresse. Pro Adresse kann eigentlich eine SIM-Karte aktiviert werden. Das Produkt ist super ideal für Leute, die halt ganzjährig irgendwo auf der Welt unterwegs sind und ab und zu wieder in die Schweiz kommen und da kein Handy-Abo haben oder kein Daten-Abo haben, kann man dort bei Digital Republic eine SIM-Karte bestellen und dann immer nur diese Zeit aktivieren, wo man dann schlussendlich in der Schweiz ist. Dann Telefonie und Daten. Wer halt doch sagt, hey, ich möchte halt in der Schweiz auch erreichbar sein, beziehungsweise eine Schweizer Nummer haben, beziehungsweise auch Daten inkludiert haben, gibt es ein super tolles Angebot von Swype. Swype ist ein neues Produkt von Yallo. Du hast eine 076er Nummer, du zahlst keine Aktivierungsgebühr, hast für eine monatliche Gebühr von 20 Schweizer Franken eigentlich unlimitierte Anrufe drin, Daten in der Schweiz drin. Du kannst das Telefonie- und Datenabo kannst du direkt online abschließen. Die Registrierung wird auch online gemacht mit deiner Schweizer Identitätskarte und du bekommst dann die SIM-Karte per Post oder du kannst natürlich auch eine eSIM schlussendlich aktivieren in deinem Telefon. Die neuesten Handys und Smartphones haben alle eigentlich die eSIM-Funktionalität, wo du eigentlich gar keine SIM-Karte mehr brauchst. Was super daran ist, du kannst monatlich zahlen, beziehungsweise ist jederzeit kündbar. Du kannst jeden Monat das aktivieren oder auf inaktiv setzen, dein Abo, und bist dann immer, wenn du in der Schweiz bist und auch noch eine Schweizer Nummer möchtest, beziehungsweise wenn du diese Nummer zum Beispiel bei deinem E-Banking also Anbieter registrieren möchtest, damit dass du halt SMS kriegst und die um dich einzuloggen und so weiter, dann ist das Swype, also Swype bei Yallo ist eine super gute Möglichkeit, um dort eine Schweizer Nummer schlussendlich zu behalten und auch Daten inkludiert zu haben. Bei Swype gibt es auch eine Möglichkeit, Roaming im Ausland hinzuzufügen. Das macht aber dann nur Sinn, wenn man halt ganz wenig im Ausland unterwegs ist, dann um Daten zu nutzen. Die All-in-One-Lösung und für mich ein Produkt, was super mir mein Leben erleichtert hast und ich glaube auch sehr vielen digitalen Nomaden, die unterwegs ist das Google Fi. Google Fi ist ein Projekt, wie es der Name schon sagt, von Google. Du hast mit Google Fi eigentlich weltweit Daten abgedeckt und Telefonie abgedeckt. Das heißt, egal wo du eigentlich auf der Welt bist, hast du Daten inkludiert, hast du Telefonie drin. Du hast eine USA-Nummer, die du bekommst von Google Fi. Du zahlst dann eine Gebühr von $20 als Basisgebühr und zahlst dann pro Gigabyte eigentlich $10.
aber das ist begrenzt schlussendlich auf $80 und bis $80 zahlst du einfach pro Gigabyte schlussendlich dann jedes Mal die $10 und danach bist du dann frei und kannst so viele Daten brauchen, wie du willst. Von Telefonie her kannst du überall in den USA beziehungsweise auf US-Nummer kostenlos telefonieren. Ansonsten ist das je nach Land Unterschied, also zwischen 0,2 und 0,5 Cent pro Minute, wenn du irgendwo anders telefonierst. Voraussetzung dazu ist eine US-Adresse. US-Adresse kann man auch einen Bekannten angeben. Es gibt aber auch diverse andere Möglichkeiten, wie man an eine US-Adresse kommt. Da bekommt man dann eine physische SIM-Karte dann zugeschickt oder auch, wenn man ein eSIM-fähiges Smartphone schlussendlich hat, ist die SIM-Karte dann sehr schnell aktiviert. Also Google Fi ist für mich wirklich so das Nonplusultra-Tool für digitale Nomaden. Der Nachteil in Anführungszeichen ist halt, dass du einfach eine USA-Nummer hast, eine +1-Nummer schlussendlich hast. Aber ich habe hab Google Fi seit jetzt fast 2,5 Jahren eigentlich im Einsatz. Egal wo ich bin auf der Welt, ich steige aus, ich gehe aus dem Flugmodus raus, habe direkt Verbindung, habe direkt Daten eigentlich drin. Also diese Lösung kann ich eigentlich jedem digitalen Nomaden, jedem empfehlen, der halt sehr viel auch unterwegs ist. Eine allgemeine Empfehlung, die ich habe, ist eigentlich ein VPN. Ein VPN ist eigentlich ein Dienst, wo deine Internetaktivität verschlüsselt, beziehungsweise wo du halt sehr sicher, wenn du dich mit deinem Handy, mit deinem Laptop irgendwo an einem öffentlichen WLAN einloggst oder über deine Daten irgendwelche private oder geschäftlichen Konten zugreifst oder E-Banking dann schlussendlich machst, ist es auf jeden Fall notwendig, dass du so ein VPN installierst, damit deine Daten auch sicher sind. Der weitere Vorteil von einem VPN ist schlussendlich effektiv, wenn du irgendwo in Indonesien bist und Indonesien hat zum Beispiel der Vimeo-Player gesperrt und jetzt kannst du mit dem VPN sagen, hey, verbinde mich bitte mit dem VPN-Server in der Schweiz und dann hast du natürlich die Möglichkeiten, Vimeo-Videos zum Beispiel anzuschauen oder halt auf Sachen zuzugreifen, wo du zum Beispiel ansonsten nicht zugreifen kannst. Dadurch eine allgemeine Empfehlung ist wirklich ein VPN, egal wo ihr unterwegs seid, auch wenn ihr in der Schweiz unterwegs seid und dort auf öffentliche WLANs zugreift oder in Hotels seid, auf WLANs zugreift, macht es auf jeden Fall Sinn, mit einem VPN-Dienst seine Aktivitäten zu verschlüsseln, in Anführungszeichen, damit halt Daten wie halt E-Banking-Zugriffe, Passwörter, geschäftliche Konten und so weiter, das nicht irgendwo bei einem öffentlichen WLAN hinterlegt worden sind. Dazu habe ich ein NordVPN. NordVPN habe ich so seit 3-4 Jahren im Einsatz und das hat überall bis jetzt funktioniert, auch in den Arabischen Emiraten, wo eigentlich VPNs, also wo sehr viel blockiert ist, wo du keine WhatsApp-Telefonie brauchen kannst, wo du Facebook Messenger-Telefonie nicht brauchen kannst. Da kann man ganz einfach den VPN aktivieren, sich mit einem anderen Land verbinden und dann die WhatsApp-Telefonie genau gleich brauchen wie hier in Europa auch. So, das war so ein kurzer Einblick in mein Setup beziehungsweise das, was ich wirklich auch empfehlen kann, was super funktioniert als Telefonielösung, als Datenlösung für eine private Person, aber natürlich auch für eine Unternehmung, wo halt mit einem Schweizer Nummer erreichbar sein sollte, beziehungsweise mit einem deutschen Nummer erreichbar sein soll und für Leute, die halt wirklich viel unterwegs sind und schlussendlich auch
Videotelefonie haben, Online-Meetings haben, Internet dann brauchen, ist der Hotspot, den ich vorgestellt habe, wirklich ein Segen. Egal wo du auf der Welt bist, hast du Daten zu einem Preis, der wirklich fast unschlagbar ist. Ich bekomme ab und zu auch mal die Frage, hey, ist es nicht dann sinnvoller, wirklich auch vielleicht vor Ort halt einfach sich SIM-Karten zu holen? Ja, kann sein, also ist effektiv halt teilweise sicherlich günstiger, wenn man vor Ort sich eine SIM-Karte holt. Kommt halt auch immer darauf an, wie lange man vor Ort ist. Wenn man länger halt als vielleicht 2 Monate vor Ort ist, macht es auf jeden Fall auch Sinn, vor Ort sich eine SIM-Karte dann schlussendlich zu holen. Ansonsten empfehle ich halt wirklich die Tools bzw. die Anbieter, welche ich hier erwähnt habe. So, jetzt gehe ich da raus und ich mache mich mal hier wieder groß. Und wir haben noch genügend Zeit für Fragen oder wenn bei euch noch irgendwelche Sachen sind, die euch unklar sind, könnt ihr euch gerne entmuten und die Fragen stellen. Ja, ich hatte eine Frage. Vielen Dank für die Ausführungen, war sehr spannend. Simo, das ist ja so ein Gerät, das mit Akku läuft, nehme ich jetzt mal an. Richtig, ja, genau. Wie lange hält das ungefähr? Also ist da nach 2 Stunden Schluss und dann muss man das wieder laden oder funktioniert das gut? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe noch ein altes Gerät, das kam schon vor 3, 4 Jahren raus und das kann ich locker 2 Tage im Einsatz haben, ohne das aufzuladen. Also wirklich 2 Tage Dauerbetrieb hält das locker aus, ja. Ja. Okay, cool, Genau, danke. genau. Schön. Hey Lukas, Rolf hier. Warte, ich mache noch Video an. Genau, du hast auch ein paar Ergänzungen. Ja, tut mir leid. Kein Problem. Nur die Frage, das Problem im Ausland ist meistens, dass man nicht unlimitiert Daten hat. Auch bei dem Simo steht, dass es bei 20 Gigabyte gekappt werden kann und das ist auch bei den meisten SIMs, die man kauft und so der Fall. Das ist einfach meistens etwas doof, ja, wenn man irgendwie plötzlich, ja, ein Computer macht ein Update und dann sind 10 Giga weg. Genau. Also ich kann da nur einfach von meinen Erfahrungen sagen, ich habe mehrmals über 20 Gigabyte schlussendlich gebraucht. Ich habe weder irgendwelche Geschwindigkeitseinbußen gehabt oder sonst was. Sie schreiben auf der Webseite auch, es kann sein, dass es gedrosselt wird. Ich aus meiner Erfahrung habe jetzt wirklich mehrmals mehr als 20 Gigabyte auch gebraucht und habe nie festgestellt, dass irgendwelche Drosselung schlussendlich stattgefunden hat. Ja, genau. Genau. Rolf, willst du noch kurz sagen wegen Swisscom oder du hast mir noch geschrieben wegen Swisscom Fixnet? Ja, das ist etwas, was ich benutze auch Skype mit einer Nummer, aber auch dieses Swisscom, da kann man einfach mit einer Business-Telephony-App, kann man die Nummer aufs Handy holen und dann, egal von wo, mit WLAN oder mit 4G Calls machen mit dieser Nummer, aber auch Calls empfangen. Ist auch sehr praktisch. Genau. Ist vom Prinzip her genau das gleiche wie Skype, oder? Genau. Ja, ziemlich gleich, ja. Ein bisschen, wie soll ich sagen, reaktiver oder so. Bei Skype habe ich manchmal das Gefühl, ich bin zu spät oder irgendwie, es hat ein Lag oder so. Und manchmal ist das Swisscom besser. Das so, kommt etwas darauf an, wo man ist und wie und so. Genau. Danke dir. Sonst noch Fragen oder was beschäftigt euch so, wenn ihr im Ausland sind, wegen Telefonie und Daten? Ich hätte noch eine Frage zu dem Google Fi. Mhm. Du hattest die Folie, dann auf der Folie geschrieben, Basisgebühr $20. Ist das die Einrichtungsgebühr oder ist das die monatliche Basisgebühr?
Na, also das ist die monatliche Basisgebühr. Du zahlst monatlich einfach $20 plus halt einfach pro Gigabyte $10 zusätzlich, bis halt $80 erreicht ist und danach ist es dann offen. Genau. Das heißt, ich habe maximal $100 pro Monat? $80 hast du Maximum pro Monat, ja, genau. Die 20, Also, die 20 sind schon drin in den 80. alles klar, Genau, okay. genau. Und wenn wir jetzt zu zweit unterwegs sind, könnte man das zu zweit nutzen über einen Hotspot oder? Ja, genau. Du kannst mit dem Google Fi genau gleich wie bei jedem anderen Abo kannst du einfach einen Hotspot erstellen. Google Fi hat auch die Möglichkeit, die haben so Partnerangebote. Du kannst bis, glaube ich, so 8 Leute in dein Abo reinnehmen und dann kommt es immer günstiger schlussendlich. Bei 2 Leuten weiß ich gerade nicht, da ist irgendwie die Basisgebühr, glaube ich, bei $17 oder irgendwie sowas oder bei $18. Genau. Genau. Aber es ist wirklich das beste Produkt, das ich die letzten Jahre kennenlernen konnte, weil du überall wirklich erreichbar bist, beziehungsweise Daten hast. Ja. Okay. Wir haben jetzt gerade gemerkt, wir haben die von Salt, das Europa-Angebot. Genau. Und irgendwann kamen sie um die Ecke mit einem 50% Angebot und jetzt zahlen wir, ich weiß gar nicht mehr, 45 Franken pro Person. Mhm. Und wir zahlen jetzt 90 Franken und die sind aber bei 40 Gigabyte jeweils gedrosselt und ich komme locker an meine 40 Gigabyte ran. Mhm. Du auch? Also einfach durch die grafischen Arbeiten und auch durch die vielen Telefoncalls. Genau. Also wir sind immer so also Videocalls, wir sind Genau. tatsächlich beide jeweils so am 20. schon mit unseren 40 Gigabyte dran. Und Mhm. manchmal drosseln sie und manchmal nicht. Ja, das ist genau das Gleiche wie bei Solis, bei dem Hotspot. Ich habe es auch noch nicht herausgefunden, wann die entscheiden, dass es drosseln und wann nicht. Das ist extrem unbeständig. Ich habe es in 2 Jahren nie erlebt, dass was gedrosselt worden ist. Ja, genau. Genau. Dann wäre die Google Fi wahrscheinlich wirklich eine Lösung. Danke dir. Ja, ja, auf jeden Fall. Müsst ihr mal anschauen. Ja. Danke, Heike. Genau, ja, genau. Ich habe noch einen Hinweis für SIM, also für Handynummer in der Schweiz. Ich habe seit ein paar Jahren Wingo, das ist Swisscom, das Swisscom-Netz. Und da zahle ich irgendwie, glaube ich, 25 Franken im Monat und habe die Nummer aber fix umgeleitet. Also bei Wingo habe ich angerufen und gesagt, leitet mir die fix um auf meine Skype-Nummer, also die lokale Skype-Nummer. Und dann, wenn ich nicht in der Schweiz bin, zahle ich einfach 25 und alle Calls werden da umgeleitet auf Skype. Und wenn ich in der Schweiz bin, dann nutze ich die einfach und es kostet mich irgendwie, glaube ich, 55 Maximum. Finde ich auch noch ein faires Angebot. Auf jeden Fall. Aber du kannst sie nicht monatlich aktivieren und inaktiv setzen. Nein, läuft. Die läuft einfach, genau. Ja. Aber ich glaube, man könnte sie schon wieder kündigen, aber ich weiß nicht, wie das dann mit der Nummer passiert. Okay. Genau. Okay, ja, Wingo hat da sehr coole Angebote. Bei Swipe ist eigentlich der Vorteil, dass du halt wirklich sagen kannst, hey, ich bin jetzt einen Monat da, also dieses Monat aktiv, beziehungsweise wenn ich weg bin, ist die dann inaktiv. Aber wenn du halt erreichbar sein willst, ist das da super gelöst schlussendlich mit der Umleitung auf das Skype-Telefon, ja, genau. Ja, sehr cool. Vielen Dank, Lukas, für deine Präsentation. Und für deine Informationen. Ich glaube, es ist doch ganz viel geballte Ladung an Infos, die man mühsam recherchieren müsste, in kurzer Zeit vermittelt. Herzlichen Dank. Und ich glaube, wir stoppen hier die Aufnahme und gehen dann in den zweiten Teil. Da können auch immer noch Fragen gestellt werden oder dann auch übergreifend vom Thema her weiter diskutiert werden. Ja.